Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und Teil 2 einer dreiteiligen Serie zu Mountain Innovations. Die bauen Rollbobs und wir stehen heute hier neben dem Kaiserburg Bob. Das ist in Österreich der steilste Bob, den man fahren kann, mit 24% Gefälle und der steilste mit dem Durchschnittsgefälle in Europa. Und was da so alles im Vergleich noch zu existiert und vor allem auch mit den Längen und so, wollen wir heute unter anderem auch in diesem Video klären und uns noch mit dem Kaiserburg Bob von Mountain Innovations hier beschäftigen. Um euch einmal allgemein abzuholen, wir sind in Österreich, in Bad Kleinkirchheim. Und hier steht ja dann der Kaiserburg Bob. Ist übrigens auch Teil von dem ganzen Skigebiet hier mit der Seilbahn und allem drum und dran. Gehört also alles dazu. Und ich wollte die Gelegenheit jetzt nutzen, euch mal ein bisschen das Antriebssystem hier zu zeigen, weil das eigentlich alles, was es gibt, miteinander vereint. Aus der Station raus habt ihr die klassischen Reibräder hier entlang, wie man das von großen Achterbahnen kennt. Und das bei einer Ganzjahresrodelbahn. Die führen uns dann, wenn wir etwas weiter gehen, hier zu einem Kettenlift, wo die klassischen Mitnehmer dabei sind. Aber der geht dann weiter hierhin und hier haben wir das große Stahlseil, was uns dann ganz nach oben befördert. Ganz nach oben bedeutet übrigens, wir überwinden von der Station bis zum Start der Bahn einen Höhenunterschied von 180 Metern. Man kann sich das nicht vorstellen, dass eine normale Achterbahn 180 Meter hoch wäre, aber so ist es bei diesen Rollbobbahnen eigentlich, wenn man den Berg sich wegdenkt oder den abträgt. Was bei Mountain Innovations jetzt nicht so praktisch wäre, weil eine Besonderheit hier ist, dass fast die ganze Strecke sehr, sehr bodennah verläuft. Haben wir im vergangenen Video euch ja auch schon intensiv gezeigt und erklärt. Übrigens ist die Bahn 1440 Meter lang und die Bergabfahrtstrecke nach den 180 Höhenmetern Unterschied ist dann 749 Meter lang. Bevor wir aber dann darüber sprechen, was das im Vergleich und im Durchschnitt und allgemein im Markt üblich ist, werden wir den Kaiserburg Bob jetzt fahren und dann von der Fahrt berichten. So Leute, Kaiserburg Bob, jetzt geht's nochmal nach oben, erste Fahrt, alter Schwede. Beim ersten richtig steilen Drop, also hier sind zwei richtig steile Drops drin, holla die Waldfee. Ich finde auch diese Bremsenkonstruktion super geil, das sieht einfach voll technisch und mechanisch aus. So. Und ja, jetzt geht's wieder hoch. Zahlen, Daten, Fakten habt ihr schon gehört. Erste Fahrt war auf jeden Fall, wow, was passiert denn hier? Und jetzt nehme ich euch noch mal mit auf eine Fahrt und erzähle euch ein bisschen was parallel zur Welt-Ski-Cup-Piste. Und dann fahren wir gemeinsam jetzt die Strecke noch mal ab. Leider Gottes Wetter nicht so toll, aber der Nebel verzieht sich langsam, weil man auch so im Gelände natürlich integriert ist. Hast dann auch bei einem Lift ab und zu mal steilere und nicht so steile Abschnitte. Meiner Meinung nach sitzt man aber ziemlich bequem hier drin. Es ist ein Doppelbob. Ich könnte auch noch jemanden mitnehmen, aber so kann ich hier mich schön zurücklehnen, mich gut gehen lassen hier in meiner Wanne oder in meinem Bob halt. Und finde ich auch für die Fahrt, vor allem wenn die so ein bisschen aufregend ist, sehr gut. Ich finde auch krass, diese Lifte, also eigentlich der Lift und die Drops nebeneinander, die aussehen von der Steilheit wie ein Lift eher, ist schon ziemlich crazy. Genau, aber ich fühle mich in so einem Ding geschlossen drin sitzend auf jeden Fall bei den Fahrmanövern viel, viel sicherer.
Das Ganze ist aber, das dürft ihr nie vergessen, eine Sportanlage. So, der Drop ist schon ordentlich, aber der andere, du siehst halt nicht, was kommt und ja, ich nehme zu viel vorweg, aber du stürzt einfach in den Wald, ins Nix und dann hast du aber direkt eine Kurve damit drin. Das ist wirklich crazy. Auch hier nochmal eine spannende Stelle, wo der Lift nochmal richtig steil wird. Ich finde auch immer so eine Bergauffahrt bei so einem Rollbob. Es ist so ein bisschen entschleunigend. Du findest auch mal zu dir selbst, bevor du dich dann hier runterstürzt. Auch geil ist, dass jetzt der Lift so einen kleinen Knick hier macht und auch ein bisschen an den Berg angepasst ist und dann nochmal ein Stückchen weiter hoch geht. Du denkst erst, okay, das war's, wir sind jetzt oben angekommen, aber es gibt nochmal ein Stückchen weiter hoch. Hier parallel immer noch die Piste. Das würde ich mich nicht trauen. Das traue ich mich. So, wir sind fast oben angekommen. 180 Höhenmeter Unterschied. Das ist schon ordentlich. Es gibt auch noch mal so eine kleine Pufferzone jetzt hier. Aber hier ist absolutes Haltverbot. Oder nur Haltverbot. Absolutes Haltverbot gibt es ja nicht. So, jetzt wird es gleich ernst. Noch mal ein paar Reibräder. Hier gibt es noch mal einen Steg parallel an der Seite. So, tschüss. Los geht's direkt in einer recht Steilkurve hier runter. Und dann erstmal einen kleinen Panoramablick nochmal, um an das Ganze sich hier zu gewöhnen. Und jetzt wird es schon mal ein bisschen schneller hier runter, in ein paar S-Kurven. Und wir nutzen auch schön den ganzen Hang. Es ist so gut, ey. Und jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Das ist die Ruhe vom Sturm. Das ist wie wenn der Klabautermann gleich kommt und der Drop. Alter, oh mein Gott, ey, das ist... Und dann knallt sie richtig runter, ey. Das ist so gut, ey. Und freier Blick auf das ganze Tal, nichts ist vor dir und du stürzt jetzt hier wieder komplett runter. Wirst parallel ein bisschen gebremst, weil es sonst echt zu heftig wird. Und dann geht es weiter, die Bergpassagen hier runter. Das ist so geil, der Blick hier auf das Thermalbad, auf die Piste, auf die Berge. Es ist so schön und so schnell manchmal. Sehr, sehr cool. Jetzt kommen wir auf den Tornado zu, der Kreisel hier in der Bahn. Und das ist dann nochmal ein anderes Fahrelement und ein bisschen, ja, was jetzt nicht zu einer normalen Bergabfahrt gehört. Und es geht dann nochmal richtig flott jetzt die restlichen Passagen des Berges hier runter. Und es baut sich auch nochmal ein bisschen mehr Speed auf, meiner Meinung nach. Und jetzt hier wird es noch steiler. Also die Steilheit bei diesen Mountain Innovations Dingern ist wirklich beeindruckend. Und wir nähern uns dem Bahnende, aber sie, ja. Und hier die Bremsen. Und wir sind angekommen. Das Besondere bei der Station ist übrigens, dass es hier oben eine Panoramaplattform gibt, von der aus ihr dann den Leuten, die rodeln, zugucken könnt. Wenn ihr mit bis zu 40 km/h den Kaiserburg-Bob hier runtergesaust seid, kommt ihr hier am Ausstieg an, führt euch übrigens direkt dann auf die Panoramaplattform, wo es auch ein Action-Cam-Foto gibt. Und dann ist hier der Bereich für das Storage, für die Lagerung der Bobs, die gerade nicht auf der Strecke sind. Es gibt hier beim Kaiserburg-Bob 36 Doppelsitzer-Bobs. Ich finde das ziemlich smart gelöst, dass die komplett eingehaust sind und überdacht sind. Nicht nur, wenn du das jetzt hier zumachen kannst, dass du die nachts ordentlich sauber und sicher gelagert hast, sondern wenn jetzt auch Regen fallen würde, würde jetzt nicht immer ein nasser Sitz in die Station kommen und du müsstest dich nicht auf einen nassen Sitz setzen oder der müsste trocken gemacht werden. Finde ich eine ziemlich smarte und charmante Lösung, dass die Bobs hier einmal komplett drum überdacht sind. Und was mich, meinen inneren Bon gerade total befriedigt, ist, dass 1 bis 36 richtig durchnummeriert in der richtigen Reihenfolge auf der Strecke ist, wo ich das gerade überblicken kann. Ach, das ist ein Träumchen. Wir haben ja gesagt, dass wir hier den steilsten Bob überhaupt haben mit 24% in der Spitze. Es gibt einen einzigen, der hat 24,1%, aber da würde ich persönlich als Betreiber auch nochmal mit dem Geodreieck hingehen und nachmessen. Der Pohor-Jet in Maribor ist das mit 24,1%. Der Marktdurchschnitt übrigens beim Gefälle liegt bei 9,8%. Da könnt ihr euch also vorstellen, wie extrem das hier bei dieser Anlage ist, die zwei extreme Drops hat, aber im Gesamten nicht so extrem ist wie zum Beispiel die Anlage, die wir im letzten Video gezeigt haben, sondern dann vom restlichen Layout eher zu vergleichen ist mit Sommerrodelbahnen, die ihr eventuell schon kennt und gefahren seid. Also so für Einsteiger oder wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr euch das trauen wollt, dieses komplett vielleicht für einige wie für uns neue Konzept Mountain Innovations zu fahren, könnt ihr das meiner Meinung nach beim Kaiserburg Bob sehr, sehr gut machen und habt trotzdem dann nochmal diese thrilling Elemente mit drin. Wer sich ein bisschen von euch auskennt, hat natürlich auch schon längst erkannt, dass wir uns in den Nockbergen befinden und in der Region es auch viele Thermalbäder gibt, auch direkt hier vorne sogar. Und
Ihr seht die Skipiste neben mir, selbst die ist besonders, denn bis 2018 war die noch im Ski-Alpin Weltcup-Kalender vertreten. Und auch heute noch könnt ihr dann neben der berühmten Weltcup-Abfahrt Franz Klammer mit dem Rollbob den Berg runter sausen. Und das auch natürlich wieder selber frei gesteuert. Ihr könnt auch nicht entgleisen, das ist komplett sicher. Die Bobs, die können von der Schiene nicht runter. Die haben 3 Räder, eins oben drauf, eins unten drunter, eins an der Seite, so dass die Bobs nicht entgleisen können. Also ihr könnt einfach frei Spaß haben, so wie ihr es wollt. Natürlich mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand nach vorne. Und natürlich denkt ihr jetzt, ja, tolle Panorama-Plattform. Ich sehe ja gar nichts. Eigentlich bei besserem Wetter seht ihr halt wirklich die Nockberge von oben, eine wunderbare Aussicht. Man kann Schafe und Rinder auch sehen, wenn man was sieht. Wir haben jetzt ein bisschen Pech mit dem Wetter. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier hinkommen und das Ganze fahren und genießen. Und es ist vor allem eine geile Kombination, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag Ski fahren wollt oder zwischendurch mal was anderes machen wollt, könnt ihr euch hier austoben. Und im Sommer habt ihr auch noch Action und Spaß hier. Und was erzähle ich euch alles die ganze Zeit? Noch mehr Fakten und Spannendes zum Kaiserburg Bob erfahrt ihr jetzt in einem weiteren kleinen Interview in dieser 3-teiligen Serie. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil bei einem weiteren Mountain Innovations Coaster. Hallo, stell dich doch einfach mal kurz vor und sag, wo wir uns hier befinden. Hallo, schön euch zu begrüßen. Mein Name ist Sabine Beternel. Ich bin die Marketingleiterin der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und wir stehen hier beim Kaiserburg Bob, den wir seit 2020 in Betrieb haben. Sehr schön. Du sagst es schon, Bad Kleinkirchheim ist ja für seine Skigeschichte bekannt. Wie passt der Kaiserburg Bob dazu? Grundsätzlich hat ja Bad Kleinkirchheim einen Familienschwerpunkt, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Daher war für uns der Kaiserburg Bob eine natürliche Ganzjahresergänzung, die wir im Angebot einfach in der Breite dann darstellen wollten. Mit 24% Gefälle gehört der Kaiserburg Bob zu den steilsten Sommerrodelbahnen Europas. Was macht das Fahrerlebnis so einzigartig? Ich würde mal sagen, es sind die rasanten Kurven und auch ein bisschen die schnittigen Geraden, die das Ganze ein bisschen attraktiv machen. Und natürlich haben wir eine gewisse Steilheit, die die ersten Male, wenn man fährt, die Leute etwas verhaltener fahren lässt, aber beim zweiten Mal wird es dann schon zügiger. Ihr habt noch hier diesen super Tornado, 450 Grad Tornado und dieser sehr steile Drop, das sind die spektakulären Erlebniselemente. Wie reagieren die Fahrgäste auf die Highlights? Du hast es jetzt gerade schon gesagt. Hast du da auch negative Kritik bekommen oder sind alle da Feuer und Flamme für? Also grundsätzlich haben wir bis dato wirklich noch keine negative Kritik erhalten. Ich glaube, beim ersten Mal ist es wirklich etwas verhaltener und beim zweiten Mal hören wir ja, wir haben gleich oben unser Verwaltungsbüro, wir hören dann immer die Freudenschreie. Somit wissen wir, dass sie jetzt am Tornado angekommen sind. Das ist gut. Neben den spektakulären Erlebniselementen wie dem Tornado und diesem steilen Drop hat der Kaiserburg Bob ganze 26 Kurven. Was macht diese spezielle Streckenführung so besonders? Also wie beeinflussen die Richtungswechsel vielleicht die Dynamik der Bahn? Grundsätzlich richten wir uns natürlich immer nach dem Gelände. Das Gelände gibt es einfach her. Daher haben sich diese schnittigen Kurven auch angeboten und wir haben sie natürlich genutzt, denn gerade im Sommer, wo er ja die Hauptöffnungszeit hat, im Winter ist es immer ein bisschen eine witterungsabhängige Geschichte, ist es natürlich für die Gäste, die vom Berg kommen, der Abschluss mit der Familie nochmal ein Highlight und einen Erlebniskick zu haben, bietet sich natürlich an. Du sagst jetzt gerade, ihr seid im Sommer eher mit dem Kaiserburg Bob erfolgreicher. Wie hat sich das ausgewirkt? Also welche Zielgruppen werden jetzt angesprochen mit dem Bob? Hat sich das verändert? Nein, wir sind eine klassische Familiendestination. Wir als Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen haben ja eine vielseitige Infrastrukturpalette neben den Seilbahnen. Und für uns hat eben dieser Baustein Bob eigentlich noch gefehlt und den haben wir ergänzt und der hat sich dann sehr, sehr gut bewährt für uns. Speziell auch, wenn die Bahn jetzt einmal in der Vor- und Nachsaison nicht so in Betrieb ist, haben wir aber auch den Kaiserburg Bob manchmal in Betrieb. Also wir haben ein sehr gutes Ergänzungsangebot zum Wandern und zum Abschluss eines erlebnisreichen Familientages geschaffen. Und das freut uns natürlich sehr, dass er auch gut angenommen wird. Gibt es besondere Events oder irgendwelche Promotions, die es hier mit dem Kaiserburg Bob noch gibt? Zusammen? Wir sind da noch ein bisschen in der Findungsphase für uns, was man da ergänzend dazu machen kann. Man sieht es ja hier daneben, wenn man herunterfährt, hat man quasi den Bike-Parcours, den wir hier anbieten als Übungsareal. Daneben bietet sich Europas längster Flow Country Trail an. Wir versuchen diese Angebotsfülle ein bisschen zu bündeln und auch den Kaiserburg Bob da zentral zu integrieren für eine mögliche Erlebnissituation. Wenn Sie jetzt einen Erlebnissuchenden nur einen Satz fragen dürfen, warum sollte er den Kaiserburg Bob fahren? Achterbahnfeeling ist bei rasanten Geraden und schnittigen Kurven garantiert. Perfekt, das ist ein super Schlusswort. Vielen Dank. Gerne, danke.